Alhamdulillah. Aus euren Betten und rein in die Uniform. Stubenappell in 2 Minuten. Assalamu alaikum und hallo meine lieben Friends, wie geht's euch? Hier euer Khalid sportlicher Glatzkopf ohne Seitenscheitel. Ich küsse doch eure Herzen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ja, ich bin heute in Wien im neuen Studio. Danke Hakan, dass du uns das Studio zur Verfügung stellst. Unglaublich professionell. Und natürlich, heftiges Studio, heftiger Gast. Im Vorfeld möchte ich noch erwähnen, dieser Podcast wird freundlich unterstützt von Elos Schönheitszentrum in Wien. Ich verlinke euch das natürlich unten in der Beschreibung. Viele haben schon gehört davon, es gibt eine Untergrundliga. Joe Rogan von der UFC hat sogar eine Reaction darauf gemacht. Es ist die härteste Liga der Welt mittlerweile. Warum die härteste Liga? Es gibt kein Zeitlimit, es gibt keine Regeln. Und Sieg gibt es nur durch Knockout oder durch Aufgabe. Und ich habe den ersten österreichischen King of the Street Teilnehmer heute bei mir im Podcast. Und wir werden erfahren, was ihn dazu gebracht hat, bei dieser Liga teilzunehmen. Danke, mein lieber Bruder, dass du heute mein Gast bist. Danke dir, Bruder, für die Einladung. Ja, er ist noch ein bisschen nervös. Seid ein bisschen nachsichtlich mit ihm. Das wird aber mit dem Laufe der Zeit. Macht es ihm nicht aggressiv. Und an die ganzen Internet-Trolle da draußen, überlegt euch gut, was für Kommentare ihr da drunter schreibt. Ruslan, mein lieber Bruder, wie geht's dir? Danke, Alhamdulillah, mir geht's gut. Ja. Mit dir geht's mir noch besser. Alhamdulillah, mir geht's immer gut. Ich bin es mittlerweile gewohnt, vor dem Mikrofon zu sitzen. Das Schwitzen ist bei mir schon vorbei. Die Schweißphase abgeschlossen. Aber stell dich einfach mal vor, damit die Leute wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Mein Name ist Ruslan Tochtarov, ich bin 29 Jahre alt, ich wohne in Wien. Ja, ich mache Thai-Boxen. Ich habe angefangen mit Thai-Boxen, wo ich klein war. Und ja. Nicht vergessen, du darfst ruhig laut sprechen, damit sich jeder versteht, mein Lieber, weil sonst haben wir ganz schlechte Aufnahmen. Ja, du hast ja schon gesagt, du hast mit Thai-Boxen begonnen. Ja. Damals noch in Linz. Ich kann mich dich erinnern, du warst auch da. Ja. Du warst so ein Vorbild für mich. Das hört man wirklich sehr gerne. Das hört man sehr gerne. Ja, du hast uns trainiert auch, weißt du. Das war großartig. Immer motiviert hast du mich. Unglaublich, das ist schon so lange her, ne? Ja, das mein Kopf. Bleibt im Gedächtnis sowas. Ja. Und irgendwann, nachdem du mit Kickboxen begonnen hast und mit Boxen wahrscheinlich auch. Ja, dann sind wir von Linz umgezogen nach Wien. Ja. Ja, dann habe ich Boxen gemacht bei Korik und MMA, Ringen. Ja. Bei Lincoln war ich auch. Rodriguez? Ja. Der war stabil. Ja, also ich war überall. Ja, und gut. Ja, dann bin ich drauf gekommen, ich kämpfe MMA. Okay. Habe vor 4 Jahren den ersten MMA-Kampf gemacht. Ja, und bei NFC war das? Ja, bei NFC. Genau. War mein erster Kampf, ein Turnier war das. NFC, dass die Leute auch Bescheid wissen, das ist so mittlerweile die populärste Kampfsportveranstaltung in Deutschland, traue ich mir zu behaupten. Octagon natürlich steht ein bisschen drüber noch, aber NFC ist sehr, sehr stabile Leute dort. Dort hast du gekämpft, ne? Ja, erster Kampf habe ich dort gehabt bei einem Turnier, 70 Kilo Turnier. Gegner war ein Holländer. Ja. Von Holland, also Braungurt. Jiu-Jitsu Braungurt, ja. Damals war auch Lockdown und so, wisst ihr. Ja. Ich könnte mich nicht gut vorbereiten. Also am Boden nur Stand habe ich gemacht und leider habe ich verloren den Kampf. Ja. Aber du hast in der ersten Runde gute Partie gemacht? Ja, ich hab gedacht, ich habe schon gewonnen. Wisst ihr. Ja. Aber der Gegner hat sich leider nicht aufgegeben. Ja. Der hat sich erholt in der Pause. Der hat ein bisschen erholt. Nase war kaputt bei ihm. Ja. Fuß war kaputt, aber ja, ich war schon, erster Kampf, ich war schon angespannt. Ja. Diese Gefühl, so wie man 3 Stunden Fitness gemacht hat. Ja, genau. Darum ist immer ganz witzig, wenn ich im Fitnessstudio bin und dann sehe ich die jungen Leute, wie sie sich aufpumpen, wie sie dann, du kennst das sicher, wenn sie plötzlich
ihr Blick verändert sich. Ja. Ja? Sie kommen rein, noch nicht aufgepumpt, machen ihre ersten Übungen, plötzlich schwellen die Muskeln an und sie werden zu Terminators. Dieser Blick nach links und nach rechts und ob nicht irgendjemand da blöd herschaut. Kennst du das? Ja. Was denkst denn du da? Also dieses Gefühl, wo ich aufgepumpt bin, das ist das schönste Gefühl, was es gibt im Kampfsport. Halt, ne? Na, 100%. Ja? Also an die Disco-Pumper da draußen eine Message, das Aufpumpen bringt euch genau gar nichts. Gar nichts, das macht noch schlechter. Das macht es noch schlechter, genau. Ja? So, jetzt nur mal eine Frage. Ja. Wie du da Kickboxing gemacht hast, MMA gemacht hast, hast du irgendwann einmal die Phase erreicht in deinem Leben oder in deiner sportlichen Karriere, wo du sagst, das ist mir zu wenig? Ja, ich wollte halt was, wo mehr Action sind, mehr Blut. Ja. Ja, und dann bin ich auf Ding gekommen. Ich habe in YouTube gesehen, Kotz, und ich habe mir gedacht, ich will dort unbedingt kämpfen. Ja. Für die Leute, Kotz ist die Abkürzung für King of the Street. Welche Titel hast du in Kickboxen? Also in Kickboxen bin ich österreichischer Meister, Staatsmeister. Ich habe bei Amateur bin ich österreichischer Staatsmeister, habe ich Czech Open gewonnen, tschechische internationale Dinge, habe ich auch ersten Platz gemacht. Dann habe ich WKF-Titel in Irland gewonnen. Mhm. Dann habe ich in Patong Stadium gekämpft, in Thailand habe ich auch Titel gewonnen. Super. Und, schon legendär. Und ich habe einmal gekämpft in Frankreich, in ich habe die Stadt vergessen. Also Marseille, genau. Ich habe in Marseille gekämpft, WKF, WKN Weltmeisterschaftstitel. Okay. Und mit Punkten draußen gibt ja keinen Sieg. Dort haben die mir Sieg weggenommen. Ja, das machen die Franzosen gern. Das ist mir auch schon passiert dort. Und dann nach einem Jahr habe ich gekämpft, WKU-Weltmeisterschaft in Athen, Griechenland. War das Gleiche. Zuerst haben die meine Hand aufgehoben, ist der runtergegeben, gerettet. Ja. Und ist das Gleiche, ja. Denkst du, im Kampfsport gibt es sowas wie Heimvorteil? Natürlich. Ja? Natürlich. Also nicht bei jetzt große Ligas, das glaube ich nicht, aber so bei kleinen Ligas natürlich. Ja. Ein Vorteil spielt eine große Rolle. Also wenn du im Ausland kämpfst, dann musst du entweder mit K.O. oder ist richtig, dass du, weiß nicht, richtig ein Zeichen setzen. Ja, jede Runde anzählen lässt. Ja. Du wirst mittlerweile begleitet von Athletic Chronicles. Die machen stabile Videos von dir. Ja, Malik hilft mir sehr gerne, sehr viel. Ja. Hat uns auch heute geholfen, ein bisschen die Kameras einzustellen. Ja. Auch der Kameramann vom Hackern, danke dafür. Danke, Leute. Und ich bin ja selbst der Meinung, dass ein Kämpfer wie du, der was mittlerweile im Untergrund, sage ich jetzt mal, kein Unbekannter mehr ist, es auch wagen sollte, an die Oberschicht zu gelangen, um auch dort bekannt zu werden. Verstehst du, was ich meine? Dass dich die Gesellschaft auch kennt. Damit man sieht, hey Leute, da gibt es Kämpfer, die gehen wirklich bis ans Äußerste, weil sie dort ihre Chance sehen, oder? Ja, ich liebe zu kämpfen. Ja? Mir macht das Spaß. Eben. Und ich mache das gerne. Ja, genau so ist es. Ne? Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist. Ich meine jetzt ganz ehrlich, ich kämpfe im November bei BKFC, Bärnackel, aber das ist ein Unterschied. Weil bei King of the Street, da gibt es so richtig auf die Nuss. Da geht es ja am Boden weiter und die kämpft auch ohne Handschuhe und ohne Zeitlimit. Hast du gewusst, dass auch erlaubt ist, den Gegner zwischen die Beine zu treten? Ich habe das gewusst. Ich habe auch gewusst, dass man in Augen stechen kann, Finger beißen kann. Und eine Zeit lang bevor Kampf, ich weiß nicht, 2 Wochen bevor Kampf, auf einmal, ich sehe in U-Bahn überall blinde Leute. Das war ein Zeichen, oder? Ich denke mir, das ist ein Zeichen.
Okay. Aber Na, wenigstens hast du keine Leute ohne Hände gesehen. Das wäre noch schlimmer gewesen. Ja, aber das hast du gewusst. Ja, das habe ich gewusst, ja. Wird aber fast nie angewendet, weil es ein ehrenloser Sieg ist, Ja, zwischen die Beine zu treten. Ja, Zwischenbeine, man hat Ding, aber, Ja, aber Auge ist Auge ist beliebt. Auge ist Da gibt es einen Engländer, glaube ich. Amerikaner. Ein Amerikaner, ne? Der besiegt seine Gegner, indem er ihnen ihre Augen in den Kopf reindrückt. Ja. Na, also er hat ein paar Leute, glaube ich, Augen weggedrückt. Würdest du das auch machen? Oder ist so ein bisschen so eine Hemmschwelle, wo man sagt, das hat nichts mehr mit Kämpfen zu tun? Nein, ich würde das nicht machen. Ich glaube nicht. Ja, ist schon heftig, oder? Also Auge nicht, also wenn jemand vielleicht mehr macht und dann aber bei Kurz, man bekommt Geld, nur man gewinnt. Wenn du verlierst, bekommst du kein Geld und wahrscheinlich das treibt die Menschen, das zu machen. Wenn du verlierst, werden nur die Reisekosten übernommen. Ja, Ne? Hotel, Flug wird sowieso gleich alles bezahlt, reserviert, aber die Gage bekommt nur Sieger. Okay, bevor wir jetzt rein starten in diese Chemie von Untergrundkämpfen, was hat dich dazu bewegt, dass du dich dort anmeldest, beziehungsweise wie hast du dich angemeldet? Also ehrlich gesagt, ich bin Tischler und ich habe im Club, ich schaue die Kämpfe an, auf einmal bin ich auf Kurz drauf gekommen. Ich habe geschaut, das hat mir gefallen, die Kämpfe dort. Ich habe mir gedacht, ich würde gerne mal probieren, dort zu kämpfen. Und ich habe geschrieben, das war, glaube ich, 2 Uhr in der Nacht oder was, also Mitternacht. Ich schreibe denen, ich würde, dort steht Telegram oder irgendwas, Telegram. Ja, da schreibst du dein Geburtsdatum, deine Kampfsportart, deine Bilanz. Ja. Hast du damit gerechnet, dass die antworten? Also ich habe nicht gedacht, dass die so schnell antworten. Ich schreibe. Ja? Irgendwie habe ich dein Profil irgendwo gefunden, ich habe geschrieben und auf einmal der Typ antwortet mir und sagt, ja, schick uns morgen deine Video von Abwaage. Mach Abwaage, geh zur Waage, mach Video und schick uns. Also da ist wahrscheinlich einer ausgefallen. Dann hast du dich, so Gott will, hast dich dort gemeldet und bist direkt reingeflutscht in den Kader. Ja, wahrscheinlich. Ja. Auch Glück gehabt, oder? Ja. Aber der Kampf wurde dann abgesagt, der Gegner hat sich verletzt oder was bei mir. Okay. Und dann haben die den Kampf wieder ein bisschen verschoben. Okay. Ja, und dann habe ich gekämpft. Okay, du hast dann, ich will das ja ein bisschen für die Leute näher bringen, wie sowas abläuft. Du kriegst dann ein Datum zugeschickt oder einen Ort, wo du hin musst, oder wie funktioniert das? Also du schreibst direkt mit dem Boss von denen und ja, er sagt noch nicht, wo das befindet. Er sagt immer, dass wo knapp, also okay. Und ja, die schicken dir Tickets, du fliegst. Also Spanien, Frankreich oder wo halt immer sie jetzt Schweden, gerade sind. Ja. Die Gründer davon sind ja von Schweden. Von Schweden, ja. Hooligans. Hooligans, glaube ich. Hooligans, ja. Auch sehr stabil. Ja. Ja. Also ich habe letztens erst ein Posting gesehen auf ihrer Story, wo einer geschrieben hat, es ist mir egal, welche Religion du bist, ob du Nazi bist oder sonst irgendwas. Wenn du bei uns kämpfen bist, dann kämpfst du als Kämpfer. Nicht als Muslim, als Christ oder sonst irgendwas. Ja. Oder als Neonazi oder als Nicht-Neonazi. Sowas in die Richtung haben sie geschrieben. Ich habe gemerkt, die sind so wie sind alle zusammen. Sind hat mir Leute. sehr gut gefallen. Ja, gibt es nicht so irgendwelche Dinge. Genau. Alles ist cool. Okay. Keine Politik. Keine Politik ist dort. Ist alles. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wo ich mir denke, da fühlt man sich auch so gut. Diese Leute. Auch stabile Jungs, stabile freundlich, Jungs, respektvoll. Ja, auf jeden Fall. Ja, wird gleich gestochen, wenn es frech ist. So gehört sich das. Ich muss ja das Ganze in meinen Kopf irgendwie so zusammensetzen, weil ich versetze mich so ein bisschen in dich hinein. Jetzt hast du denen geschrieben, hast dann einen Standort bekommen und ein Ticket. Ja. Und dann bist du dorthin geflogen. Ja, mit meinem Team, mit meinem Trainer. Und Wo trainierst du überhaupt? Ich bin bei Top Team Vienna. Top Team Vienna.
genau. Das ist die Hauptding von mir. Hauptzentrale. Ja, und sonst bin ich überall. Ja. Okay. Na, erzähl weiter. Ja, dann haben wir Tickets bekommen. Ich bin dort geflogen mit Tamerlan. Ja? Mit Tamerlan der Dive. Wir sind nach Barcelona geflogen am Donnerstag und am Freitag ist mein Trainer gekommen, Adil Osmani. Ja. Liebe Grüße gehen raus an Tamerlan und Adil. Ja, die haben mir viel geholfen, wirklich stabil. Super. Und ja, Abwaage war am Freitag, Abwaage bekommt man einen Standort, man geht dort, macht Gewicht, Ja. also dort und nächsten Tag bekommst du wieder einen Standort. Ja. Also die Abwaage findet in irgendeinem Parkhaus statt oder in Das einem war Keller? draußen. Ganz normal draußen. Straße im Park. Ja. Bei dir war es ja in Spanien, glaube ich. Ja, ne? in Barcelona. Barcelona, ne? Auch geil. Ja, also Barcelona ist cool, ja. Unterschreibst du eigentlich irgendeine Verzichtsklausel Ja, im Falle des Todes oder Verstümmelung Ja. oder was auch immer? ja. Unterschreibst du? Muss man unterschreiben, ja. Ja, Dass sehr klar. du unterschreibst, dass du keine Dinge hast. Ja. Ist der Ärzte sind da auch da? erste Ich glaube mittlerweile schon, gell? So Cutmans oder sowas. Kartmensch war dort, ja. Okay, jetzt hast du die Abwaage gehabt, dann gehst du wieder zurück ins Hotel Ja, und am nächsten Tag stehst dann frisch auf und kriegst dann einen neuen Standort. ja, es kommen Leute, dich abzuholen mit Auto, die bekommen Standort und die bringen dich dorthin. Mich hat einer gefragt, einer von meinen Schülern hat gesagt, wenn du den Russland mit dem Podcast machst, dann frage ihn bitte, ob ihr Sturmhauben aufgesetzt bekommen habt oder die Augen verbunden bekommen habt, wenn ihr in den Bus einsteigt, wenn ihr zu dem Kampfplatz fährt. Nein, so Ja? gab's nicht. Ja, glaube mir, die Fantasie der Leute, die ist unbegrenzt, weil Leute, die was mit so etwas überhaupt noch nie etwas zu tun hatten, die haben ja die furchtbarsten Gedanken. Die glauben ja, da werden Leute getötet und dann werden sie vergraben, wenn sie sterben und alles Mögliche. Er schaut gerade ein bisschen verwundert. Ist es wirklich so? Also bei meinem Fall war niemand ist gestorben oder was. Ja. Also, Aber es kann passieren halt, ne? Das ist Beton, keine Regel, keine Zeit. ja. Und das ist ein bisschen andere Feeling, weißt du. Ja, genau, da kommst du genau auf den Punkt nämlich, weil ihr habt keine Matten, ihr habt keinen Ring oder keinen Käfig, keine Handschuhe, ihr habt einen Zahnschutz und Tiefschutz. Ja, Und ob ihr mit Schuhe kämpft oder nicht, das bleibt euch selbst überlassen. ja. Okay, na jetzt fährst du dorthin. Du hast den Standort bekommen, so, meine Lieben, heute hauen wir sich auf die 12. Wir haben einen Standort bekommen, sind mit Auto gefahren, dann Seid ihr abgeholt worden Ja, oder seid ihr selbstständig gefahren? Nein, wir wurden abgeholt von Team, von denen. Okay, Und wir sind gefahren, dann haben die bekommen Nachricht, dass dort andere Standorte, also wir haben 3 verschiedene Standorte sind wir gefahren. unglaublich. Und dann, glaube ich, bei 3. oder 4. Mal müssten wir warten. Und dann sind wir so irgendwo reingegangen, Ja. Baustelle, keine Ja. Ahnung. Ist der überall mit Graffiti. Ja, Und man müsste gleich anfangen. da wird nicht Aufwärmen. gewartet oder was? Na, man schnell aufwärmen und geht schon los. Ja. Weißt du. Na, wegen der Polizei, ne? Ja, und wo wir am Ende waren, ist die Polizei gekommen. Da schau, ja. Und? Also, die haben, ich glaube, in Barcelona ist es nicht so schlimm. Weißt Ja. du. Die Ja. haben gesagt, wir sollen uns verpissen. Ja, Wir sind gegangen und wir müssten über die Wand springen. Wir sind über die Wand gekommen, war überall Polizei. Aber die also die haben euch umstellt. ja, wahrscheinlich, ja. Die haben schon gewusst, wer ihr seid. Ja, weil in Barcelona, wenn du spazierst mit Kurz-T-Shirts, alle Leute kommen zu dir und fragen, weißt du, kämpfst du dort und so. Das ist sehr populär. Okay? Und wahrscheinlich kennen das alle. Seit Joe Rogan eine Reaction auf King of the Street gemacht hat, ist King of the Street weltweit bekannt. Ja, Ja? Und er hat auch gesagt, und ich bin auch der Meinung, King of the Street ist die härteste Liga der Welt. Also da brauchst du wirklich große und dicke Eier, dass du dort mitmachst. Warum? Viele Leute fragen, warum? Warum macht man sowas? Adrenalin. Ja, okay, ja.
Ja, aber das ist mir zu wenig. Adrenalin alleine, das lasse ich nicht durchgehen, weil irgendwo muss ich auch sagen, ey, du hast 2 Augen, du hast 2 gesunde Hände, du bist ein schlauer Fuchs, bist auch kein Dummkopf, bist auch, glaube ich, Familienvater. Ja. Verdienst eigentlich nicht so schlecht, ne? Ja, ich bin natürlich der. Ja, reicht ja, ne? Und warum? Ich weiß nicht. Weißt du selber nicht, gell? Das ist so der Erinnerungen, schöne Fotos halt, ne? Ja? Das bleibt in Erinnerung alles. Bist du vielleicht in der falschen Zeit geboren? Ich weiß nicht. Vielleicht irgendwie mehr so Wikingerzeit. Ja, das wäre cool. Ich schaue gerade zum 2. Mal Wikinger. Was? Erst zum 2. Mal? Ja. Ich habe schon 5 Mal geschaut. Na, was glaubst du? Ja. Also ich glaube, das ist auch ein Grund. Das ist ein Grund, wir suchen, oder vor allem Leute wie du gehst ja übers Limit, ja. Ich gehe bis an die Grenzen, aber du gehst drüber, du gehst schon weit drüber. Du suchst irgendwie das Ausbrechen aus dem Alltag, aus diesem Kreislauf. Du willst raus, auch wenn es nur für kurze Zeit ist, du willst ein Tier sein. Glaubst du, hat das mit dem zu tun? Kann sein, ja. Kann sein, ja. Weil irgendwie ist alles so langweilig. Und alles so geordnet. Und heute darf dir niemand mehr böse anschauen oder was Falsches darfst du auch nicht mehr sagen, obwohl wir ja Meinungsfreiheit haben. Und dann ist er plötzlich King of the Street. Ja. Und plötzlich kannst du machen, Was du willst. Ne? Es ist ja mega, oder? Ja. Was würdest du Leuten empfehlen, die sowas auch machen wollen? Die was sagen, hey, jetzt habe ich mal den Podcast angeschaut mit Russland, jetzt habe ich Bock drauf. Aber es gibt auch eine Schattenseite. Es ist ja nicht alles super und alles toll. Ne? Da gibt so richtig auf die Nase. Vielleicht, dass du mal für andere Leute so ein bisschen einen Einblick geben kannst. Wie fühlt man sich da? Wie geht es dir da dabei? Du bist ja Profi. Aber wenn da jetzt einer mitmacht, der erst seinen 2. Kampf hat und glaubt, der ist jetzt der große Schläger. Das würde ich nicht empfehlen, weil es gibt gute Kämpfer dort. Ja. Die meisten sind sowieso auch Profis im Sport. Und ja, man sollte vielleicht ein bisschen überlegen, Auge oder so. Ja. Gibt es verrückte Leute dort. Ja. Sind wirklich verrückt. Ja, die sind verrückt. Ja. Es gibt ein Video bei King of the Street, wo von draußen irgendein Fan irgendwelche Faxen gemacht hat. Da ist der Referee gleich rausgesprungen. Drüber über den Zaun. Ja. Die haben den dann in die Schranken gewiesen da draußen. Ne? Ja. Das sind Hooligans. Ne? Ja, also das sind keine Leute, mit denen was du spielen solltest. Ja, das wird nicht gespielt. Du darfst auch nicht viele Leute mitnehmen, wenn du gehst dort zum Standort. Ja. Dürfen maximal 2 Coach mit dir sein. Ja. Und fertig. Einer, der was die Augen aufklappt und der andere, was der die gebrochenen Finger wieder einringt. So kann man sich nicht vorstellen. Ne? Ja. Aber so, gib mal ein bisschen Informationen raus jetzt da, von deiner Gefühlswelt her. Das ist ja, jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, dass ich dich da am Mikrofon habe. Die Leute wollen wissen, erzähl, gib raus die Infos. Also die Gefühle ist ganz anders als bei Kampf. Also und das geht halt so schnell halt. Ne? Du kommst zum Standort, die sagen zu dir, ich wärme dich gleich auf, du bist Nächste. Du hast da 5 Minuten aufzuwärmen. Ich war gar nicht aufgewärmt, wo ich hier reingehe. Und trotzdem hast du gewonnen durch? Durch Armbar. Du hast durch Armbar gewonnen. Wie ich das gesehen habe, ich habe mein Leben nicht mehr gepackt. Wie verrückt bist du? Ja, du haust ihn noch auf die Nuss und dann machst du noch Armbar und gewinnst. Ja, ich habe aber meine Knie demoliert. Meine Knie waren kaputt. Ich könnte einen Monat nicht fast gehen. Ja, ihr habt ja auf dem Beton gekämpft, ne? Ja. Da war Schotter auch und alles mögliche. Ja, ne? dort waren diese so kleine Steine. Ich musste dann rausholen, die Steine von meinen Knien. Aber wisst ihr, ich hab nach Kampf das alles rausgeholt und überall war Blut halt, wisst ihr.
Und ich habe mir gedacht, egal, passiert nichts. Ich ziehe, was der nach Kampf, fahren wir zum Hotel, die bringen uns zum Hotel. Ich mache die Steine von meinen Knie raus. Ja. Ich gebe kein Alkohol, nichts drauf. Ich ziehe nach Hause, wir gehen in die Stadt spazieren. War keine gute Idee. Nächsten Tag in der Früh fliegen wir Flughafen. Und im Flughafen beginnt das zu schmerzen. Hat sich entzündet, ne? Ja, das war eine Entzündung. Ja. Noch, das war kaputt, irgendwas da drinnen. Und da Ellbogen habe ich mir auch ein bisschen gebrochen. Alter. Davon habe ich noch immer da so kleine Knochen, was rausspringt. Schaut ein bisschen raus, ja. Ich glaube, ich muss operieren, das bewegt sich die ganze Zeit. Lass mal drin, jetzt ist keine Zeit für Operieren. Ja. Haben wir heute schon gesprochen, wenn du ein Angebot bekommen würdest, zum Beispiel bei Chromda TV, kennst du das? Ja. Oder BKFC, das sind Ligen, da wird nur Bärnackel gekämpft, also da wird nur geboxt. Wäre das was für dich? Das wäre für mich auch top, ja. Ja? Ist das auch was du sogar bevorzugen würdest, wegen der Verletzungsgefahr? Meinst du kurz oder die? Na, dass du sagst, ja, sowas wäre mir sogar lieber, weil bei King of the Street, das ist schon wirklich heftig. Na, irgendwie King of the Street ist mir so lieber, da ist andere Gefühle halt, ne? Ja. Da fühlt du sich so irgendwie anders, andere Atmosphäre. Jetzt werde ich auch wieder bald dort kämpfen. Okay. Es wird eine richtige Schlacht. Der Gegner ist auch stark, gut. Du darfst noch nichts verraten wahrscheinlich, Ich darf oder? leider nichts sagen. Du darfst auch nicht verraten, wann oder wo? Na, ich kann nur sagen, das ist Ende Oktober. Okay. Aber sonst kann ich nichts sagen. Athletic Chronicles wird uns am Laufenden halten wahrscheinlich. Ne? Auf jeden Fall. Der Malik, der geht ja immer mit, ne? Ja. Begleitet dich auch beim nächsten Mal? Ja. Das heißt, im Notfall muss er auch einspringen. Dann machst du den Kameramann. Malik, stabil bleiben, ja? Ich versuche mit denen mitzutrainieren. Ja, auf jeden Fall. Na, super. Was hältst du davon? Ich komme morgen zu dir ins Gym, mach mal ein bisschen Sparring. Ja, okay. Ja? Training mit dir mache ich gerne. Weißt, du warst mein Vorbild, wo ich klein war. Da habe ich Glück, das heißt, du haust nicht so fest her. Nein. Na, aber wirklich, du warst mein Vorbild. Mashallah, das wäre ich so gern, ich schwör's dir. Ich war damals 13 Jahre alt, du warst für mich so... Unglaublich. Unglaublich, das freut mich sehr, wirklich. Na, ich komme morgen vorbei, wenn du möchtest. Was? Ja? Würde ich mich Hauen wir freuen. sich ein bisschen auf den Kopf. Was soll's? Ich bin auch in Kampfvorbereitung, ne? Ja, ist super. Ja, und deswegen passt das ganz gut. Wie schaut es denn so aus mit Sponsoren bei dir? Ja, ich habe ein paar Sponsoren, aber halt dort bei Kurz mit Sponsoren, du normalerweise darfst du keine Sponsoren auch zeigen oder irgendwas. Aber ich rede jetzt mit denen, dass vielleicht was ja zumindest eine Möglichkeit wäre, dass du Sponsoren hast, die was du auf deiner Seite zumindest präsentierst. Instagram, was auch immer, ne? Oder? Ja, so ist. Das wäre, glaube ich, einmal ein Anfang, ne? Ja. Vielleicht, falls sich da draußen Sponsoren finden, die können sich gerne melden. Ich werde euch weiterleiten an den Russland. Alles in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr ihn anschreiben, wenn ihr wollt. Danke. Ne? Vielleicht ergibt sich was, dass da draußen auch ein verrückter Sponsor ist, der was einen verrückten Sponsor möchte. Ne? Man weiß es ja nicht. Ja. Ja? Ich habe ja demnächst... Na, darüber will ich nicht sprechen. Man soll seine Pläne nicht verraten. Ja, das stimmt. Oder? Genau, ich ertappe mich immer wieder selbst dabei. So, okay, jetzt haben wir der King of the Street durch. Was sagt deine Familie dazu? Also meine Eltern sagen, ich soll mich aufpassen, halt auf mein Auge. Die Augen verfolgen dich, ne? Das ist der auf mein Auge, das ist der. Ja? Und sonst, ich habe 2 Tochter, natürlich muss ich mir auch Acht geben. Na, wissen die, dass du das machst? Ja. Jetzt sag mal nicht, ja Papa, mach den platt. Ja. Das kannst du mir nicht erzählen, oder? Die haben auch Angst um dich, oder? Ja, natürlich. Aber du zeigst ihnen nicht die Kämpfe von dir, oder schon? Die schauen das irgendwo heimlich. Die wollen auch trainieren mit mir. Na, sowieso. Ja, müssen ja sowieso trainieren. Ja, wir sind noch 5 Jahre alt. Was sagt die Ehefrau?
Meine Ehefrau sagt, ich soll aufpassen auf meine Gesundheit. Okay. auf meine deine Gesundheit. Augen. Und sie sagt, Kinder brauchen die gesunde. Also da ist keiner in deiner Familie dabei, die wird sagen, mach das nicht, sei nicht so verrückt. Nein. Echt nicht? Nein. Dann ist also deine Familie genauso verrückt wie du. Die sagen halt, pass auf dich auf, denk nach. Was empfindest du eigentlich für den Gegner? Hast du so ein bisschen, tut er da leid oder hast du da ein bisschen Hassgefühl auf dem? So ehrlich gesagt, mein Gegner jetzt bei Kurzwurst er war, also auf Plakate war er so, wirklich auf Plakate war er so unsympathisch, so aggressiv. Aber wo wir die Abwahl gehabt haben, ist mir vorgekommen wie eine ganz respektvolle Sportler. The show must go on. Ja. Und deswegen, ich habe nach Abwahl, ich habe keine so Hass oder irgendwas zu ihm gehabt. Bevor Abwahl habe ich mir gedacht, er ist so ist ein Verrückter, was will mir Augen wegdrücken, so ist er. Aber bei Abwahl, ich habe gesehen, er ist wirklich Sportler, respektvoll. Ja. Ich bin auch immer in Kontakt mit ihm. Okay. Ist auch Schwede. Ja. Ein respektvoller Junge, wirklich. Man sagt ja, Hunde, die bellen, beißen nicht, ne? Ja, aber der war so ruhig. Nur auf Plakate halt. Okay. Aber so wirklich ein respektvoller Mensch. Ja. Super. So ein Wikinger, wirklich. Er Auch schaut ein aus wie Wikinger. Ragnar. Ja? Ich habe ihm auch gesagt. Ja. Würdest du, und man hört ja das immer wieder, die Welt wird immer brutaler, Kampfsport wird auch immer heftiger, die Grenzen verschieben sich immer mehr. Mittlerweile haut man sich auf den Kopf ohne Handschuhe, King of the Street, treten und springen auf den Kopf, Augen eindrücken. Was ist, wenn irgendwann einmal eine Organisation kommt, auch eine Untergrundorganisation, wie man so aus Hollywood-Filmen sieht, plötzlich, ihr kämpft bis zum Tod und der Gewinner bekommt 1 Million. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, so wird es nicht geben. Weil Gehen wir mal davon aus, dass es gibt. Gehen wir davon aus. Du hast jetzt hier ein Anmeldeformular liegen. Du kannst jetzt da teilnehmen. Nächstes Monat hast du den Kampf ohne Waffen, nur mit Hände und Füße, beißen, kratzen, alles erlaubt. Der Gewinner bis zum Tod. Der Gewinner bekommt 1 Million $. Einen Kampf oder Turnier? Einen Kampf. Einen Kampf. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Plötzlich siehst du nur noch tote Menschen. Ne? Aber das ist eine Frage. Würdest du? Ich weiß nicht. 1 Million, ha? 1 Million ist gutes Geld. Ne? Gleich mal 100.000 in Bitcoin anlegen. Familie ausgesorgt. Kinder Privatschule. Nur noch Privatärzte, nichts mehr warten im Krankenhaus. Nur noch das schönste und beste und feinste Essen. Tolle Autos, Eltern ausgesorgt, schöne Wohnung, Bodyguards, nie wieder kämpfen. 1 Million. Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, du wärst nicht der Einzige. Ja. Macht man heute für Geld alles? Für Geld? Ja. Ich glaube nicht. Aber das ist Sport. Sport ist, wir machen Sport seit wir unser denken ganzes können. Leben. Ja. Und ja, Wir sind Kämpfer, oder? wenn wir mit Sport aufhören, was soll ich dann machen? Tischler, Trainer. Ja, genau. Oder Podcaster. Das ist so mein Standbein. Ja, aber es stimmt, dass du sagst, ich habe eine Kampfsportschule und mache jetzt Podcast. Nebenbei kämpfe ich jetzt noch ein bisschen, aber es geht langsam zu Ende. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 29. 29. Ich hoffe, habe ich noch. Mit 32 kommt es die Härte des Mannes. Wirklich? Glaube ich. Ich mache mir schon so Sorgen, dass ich schon alt bin. Na, mit 32 bist du psychisch und physisch auf einem Punkt, wo du sagst, wow, mich kann nichts umbringen. Ja. Das kannst du mir glauben, das wird passieren.
hoffe, habe ich noch ein paar gute Jahre. Ich will jetzt wirklich viel kämpfen, dass ich dann später nicht sage, hätte ich noch mehr gekämpft. Ja. Also für mich wäre am liebsten jeden Monat ein Kampf. Ja. Und schöne Erinnerungen dann, wenn man alt ist. Schöne Videos von Athletic Videos, Chronicles und Fotos. Enkelkinder zeigen Fotos, ja, da war ich. Schau, wie verrückt euer Opa war. Ja. Ja. Wirklich krass, ja. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß gehabt. Das hat mir viel Spaß gemacht, viel Freude. Danke für die Einladung. Ja, danke dir auch. Genau, das wollte ich dich noch fragen, bevor wir zu Ende machen. Wer ist so dein Lieblingskämpfer eigentlich? Oder wer war denn so dein Vorbild von UFC oder Boxen? Von UFC Joseph Aldo. Joseph Aldo, der Verrückte, ja, Brasilianer. Ja, der war mein Vorbild. Und Boxen? Von UFC. Von Boxen Hopkins. Der Glatzkopf? Ja. Auch so ein Psycho. Tyson. Ist der Tyson sowieso. Wer noch? Na passt das ist schon mehr als genug. Wie würdest du deinen Kampfstil beschreiben? Also ich mache lieber Kämpfen am Stand. Ja. So nach vorne gehen. Und Jetzt habe ich ein bisschen meinen Stil geändert. Früher bin ich nur nach vorne gegangen. Ja. Aber jetzt arbeite ich ein bisschen mit Gehirn. Was noch geblieben ist. Wie sagt man? Du hast den Fight IQ verbessert. Ja. Ja? Ich bin gespannt. Wir werden weiterhin auf dem Ball bleiben bei dir und vielleicht nach deinem zweiten Kampf bei King of the Street treffen wir uns wieder und machen noch einen Podcast, damit du uns die Geschichte vielleicht darüber erzählen würdest. Das wird ein spannender Kampf, weil der Gegner ist wirklich auch gut. Der will auch gewinnen und ich auch. Naja, das will ja jeder Gegner. Ne? Ja. Aber du musst da psychisch stabil sein und physisch. Ne? Vorbereitung hat schon angefangen, jetzt gute Zeit noch. Ja, sehr gut. Werde ich meinen Besten geben. Super. Dieses Mal. Noch ein Abschied? Abschiedsworte vielleicht? Also, willst du noch wem grüßen? Danke dir für die Einladung, Bruder. Danke Malik. Danke dir, Hakan. Danke an meine Trainers. Adil Osmani, Fatih Dikice. Meine Crossfit-Trainer, Mohammed. Meine Boxtrainer, Jonel. Und dich, Malik. Ja. Das ist ein Riesenteam, was du hast. Ja, ich ne? habe ein gutes Team. Unglaublich. Jeder gute Trainers, Thai-Boxen, Boxen, Crossfit. Danke dir. Danke dir, Bruder. Tschüssi, Papa. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Leute. Das war krass. Alhamdulillah.